Wir haben Mitte Januar und wir verlassen den Area Camper in Mazaron. Wir haben hier circa 4 Wochen verbracht und jetzt geht es weiter in Richtung Süden. Wir wollen einige Plätze anfahren, die wir noch nicht kennen, und darüber möchte ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen dazu. Danke an alle Nachbarn, es war schön mit euch. Ein besonderer Dank gilt an den Nachbarn, der uns das Gas immer mitgebracht hat von der Tankstelle. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Andere Nachbarn haben uns ihr Auto angeboten zum Einkaufen oder Gas holen, aber das haben wir nicht benötigt. Aber trotzdem nochmal vielen Dank dafür. Wir haben ab 20. Januar wieder beim Mar Azul gebucht, aber bis dahin sind es noch 5 Tage und die wollen wir nutzen, um andere Plätze, die wir nicht kennen, anzufahren. Die erste Station werden wir bei dem Stellplatz Aqua Amarga machen. Das sind ca. 130 Kilometer bis dorthin. Den Platz gibt es schon länger. Wir haben immer wieder Gutes über den Platz gehört und so haben wir uns entschlossen, dorthin zu fahren. Jetzt nochmal eine Information hier zum Stellplatz in Mazaron. Hier auf dem Platz kommen junge Leute, die polieren und reinigen Wohnmobile. Das machen sie auf der Entsorgung bzw. Waschplatz am Stellplatz hier. Die machen das sehr gut. Ich habe mir sowas mal angeschaut, habe auch von anderen Campern gehört, dass sie sehr, sehr zufrieden sind. Und das Ganze ist auch noch recht preiswert. Also wer da Interesse hat, kann sich hier mal erkundigen. Jetzt nochmal ein Hinweis für alle, die AdBlue brauchen oder Gas tanken wollen. Etwa 500 Meter vom Stellplatz Area Camper entfernt, direkt an der Durchgangsstraße, gibt es eine Tankstelle, eine Repsol-Tankstelle, ehemals BP-Tankstelle. Dort kann man Gas tanken und auch AdBlue tanken. Gas haben wir dort nicht getankt, aber AdBlue. Und was man auch machen kann, man kann hier seine Repsol-Flasche tauschen gegen eine volle. Wenn man eine leere Flasche hat, kann man sie hier tauschen. Der Preis für eine Füllung beträgt im Tausch 16,40 € hier. Gasflaschen füllen geht hier nicht. Wer deutsche Flaschen füllen möchte, das soll in Mazaron möglich sein. Ich bin dort nicht selber gewesen, aber dort soll es eine Station geben, wo man deutsche Flaschen oder überhaupt Flaschen füllen kann. Der Dieselpreis ist bei den Repsol-Tankstellen meistens nicht günstig. In diesem Fall kostet der Diesel hier 1,50 €. Da gibt es preiswertere andere Tankstellen, wo man dann Diesel günstiger tanken kann. Man sieht hier den blauen Himmel. Wir hatten durchweg schönes Wetter. Allerdings, das muss man sagen, in den Nächten waren die Temperaturen nur wenige Grad über Null. Das kennen wir eigentlich so nicht. Das war dieses Jahr oder dieser Winter war das schon sehr extrem mit den Nachttemperaturen. Allerdings war es in Mazaron in den Nächten besonders kühl. Etwa 200 Kilometer südlich war es teilweise bis 5 Grad wärmer in der Nacht. Wir nutzen jetzt ein Stück die Autobahn, die AP7, die ist auch mautpflichtig in diesem Bereich. Das machen wir ganz bewusst, denn wir haben von dem Unternehmen Maut 1 eine neue Mautbox bekommen. Die wollen wir jetzt auf jeden Fall testen, weil wir dort mit den vorherigen immer Schwierigkeiten haben. Und da ist jetzt die Frage, funktioniert diese Box jetzt endlich mal? Vielleicht hört man es, der Piepton kommt, die Schranke öffnet sich, damit funktioniert jetzt auch diese Box. Sie sieht auch ein bisschen anders aus, eine andere Form, und was für mich ganz wichtig ist, sie hat eine Taste, wo ich draufdrücken kann und die Zahlen leuchten dann. Damit weiß ich zumindest so einigermaßen, das Ding funktioniert. Für alle, die es interessiert, diese Mautbox kann ich nutzen für Frankreich, Spanien, Portugal, Österreich und Italien. Ich weiß, dass der ADAC auch verschiedene Mautboxen anbietet, die auch gut sein sollen. Das nur so nebenbei als Information. Jetzt bei der Ausfahrt oder Verlassen der Autobahn wird es wieder spannend. Funktioniert sie jetzt auch? Mal horchen. Ja, es hat wieder gepiept und die Schranke geht auf, also das Ganze ist in Ordnung. Jetzt hat man so ein bisschen mehr Vertrauen zu der Box. Von der Autobahn bis zum Stellplatz Aqua Amarga sind ca. 15 Kilometer. Aqua Amarga ist ein kleiner Fischerort. Hier gibt es etwas Tourismus
Und das Ganze gehört zum Naturschutzpark Capo di Gata. Man sieht, die Straßen sind gut ausgebaut hier und es gibt aber wenig Verkehr. Jetzt haben wir gleich den Ort erreicht und damit auch gleich den Stellplatz. Wir haben nicht reserviert, wir kennen den Platz auch nicht. Wir fahren den Platz jetzt auf gut Glück an. Es ist circa Mittagszeit, so hoffen wir, dass wir einen freien Platz bekommen. Man konnte hier auch schon Hinweisschilder sehen, so wissen wir genau, wo wir jetzt hin müssen. Hier nämlich rechts ist die Zufahrt. Wir sehen jetzt das Tor und ja, dort vor dem Tor steht schon ein Fahrzeug, ein Wohnmobil. Jetzt entscheiden wir uns, wieder zurückzusetzen und außerhalb zu parken, um uns dann genau zu erkundigen, wie es hier aussieht. So haben wir jetzt hier, und das kann ich eben nur raten, erstmal außerhalb des Stellplatzes geparkt und haben dann weitergesehen. Am Tor ist eine Klingel, dort haben wir geklingelt. Dann wurden wir verbunden mit wahrscheinlich dem Inhaber, der sprach Englisch und hat uns den Code für das Tor gegeben. So konnten wir das kleine Tor erstmal öffnen und den Platz betreten. Und die mache erst heute Nachmittag wieder auf. Ach so. Ach, wir hatten nur telefoniert. Ach so. Wir haben nur da gesprochen. Die haben immer nur 2 Stunden morgens und 2 Stunden abends Ach auf. so. Und in der Zwischenzeit können Sie jetzt da drauf drücken, dann geht das Ach, Tor dann auf. geht das große Tor auf. Dann suchen Sie einen Platz und heute Abend mal. Ach so, ist denn noch was frei? Wir gucken Einfach einfach. mal. Ja, also ganz hinten, ich glaube, es ist. Ja, okay, Dankeschön. Wie man gehört hat, haben wir nette Camper getroffen hier am Platz, die uns alles oder das Wichtigste erstmal erklärt haben. Und so jetzt gehen wir über den Platz und suchen uns eine Parzelle. Es sind noch einige Parzellen frei. Wir haben auch eine gefunden. Und Rita drückt auf die Taste hier am Eingang und das Tor öffnet sich und wir können den Platz befahren. Angegeben ist hier maximale Fahrzeuglänge 9 Meter. Hier im unteren Bereich ist auch viel mehr nicht möglich. Im oberen Bereich kann ich schwer beurteilen, ob dort auch Fahrzeuge mit 10 Meter hin können. Muss man im Einzelfall schauen. Das sieht ziemlich knapp aus, ist es auch, aber über mein Kamerasystem kann ich ziemlich genau erkennen, wie viel Platz noch da ist. Für einen Stellplatz haben die Parzellen hier eine normale Größe, geschätzt würde ich sagen 5 bis 6 Meter in der Breite. Der Stellplatz hat 2 Ebenen. In der oberen Ebene gibt es Plätze, ich denke, dort können auch etwas längere Fahrzeuge stehen, die dann vielleicht auch über 9 Meter lang sind. Im oberen Bereich gibt es auch ein Sanitärgebäude, daneben ist die End- und Versorgung. Im Sanitärgebäude gibt es Duschen und Toiletten. Duschen ist kostenpflichtig, kostet 1 Euro für 5 Minuten Duschen. So wie auf den meisten Stellplätzen gibt es auch hier Waschmaschinen und Trockner. Im Außenbereich des Sanitärgebäudes findet man Abwaschmöglichkeiten. Die End- und Versorgung ist großzügig und das End- und Versorgung ist auch in der Platzgebühr enthalten. Im oberen Bereich steht man vor einer Felswand, hat den Vorteil, dass man dort geschützt steht. Andererseits ist es natürlich so, am Nachmittag ist die Sonne schnell verschwunden hier. Angegeben ist dieser Stellplatz mit 35 Parzellen und die waren am Abend auch meistens immer belegt. Wie man sieht, ist der Himmel blau, es ist angenehm warm, so sind wir gerne dann draußen und nehmen dann auch gerne unser Essen draußen ein. Und wenn man draußen ist, dann kommt man auch schnell mit den Nachbarn ins Gespräch. Und da habe ich auch Nachbarn getroffen, die schon häufiger hier auf dem Platz waren und die konnten einiges über diesen Platz oder beziehungsweise über die Umgebung berichten. Ja, ich stehe hier jetzt auf diesem Stellplatz, Aqua Amaga heißt er, glaube ich. Und da kommen gerade 2 Camper vorbei, die neben uns stehen. Und die stellen sich jetzt mal vor. Ich fange mal mit der Dame an.
Ja, ich bin die Marianne und wir sind Geocacher, leidenschaftliche Wanderer, ja, und genießen den Winter in Spanien. Ja, Dito, ich bin der Michael und wir sind gerade von einer wunderschönen Wanderung zurückgekommen und haben einen uralten Olivenbaum besucht. Ja, bitte, gerne weiter. Hört sich gut an. Ja, und wir sind hier nicht zum ersten Mal auf diesem Stellplatz. Also seit der Stellplatz existiert, kann man sagen, sind wir regelmäßig jedes Jahr im Winter hier für 2 oder 3 Tage und es lohnt sich wirklich, für uns jedenfalls. Könnt ihr uns noch, und da frage ich mal die Dame wieder, könnt ihr uns noch was sagen über die Umgebung hier? Gibt es hier irgendwo Restaurants oder Gaststätten, wo man einkehren kann? Ja, im Dorf gibt es Gaststätten. Allerdings jetzt im Winter haben die meistens nur am Wochenende auf. Wir sind gestern hier einmal kurz durchs Dorf gegangen. Da war alles noch zu. Also da hat man nicht so viel Infrastruktur hier im Winter. Gibt es hier Einkaufsmöglichkeiten? Ja, es gibt Einkaufsmöglichkeiten, wenn man hier rausgeht aus dem Stellplatz, 100 Meter in die linke Richtung. Da ist ein Supermarkt und der hat tatsächlich, was unüblich ist in Spanien, den ganzen Tag geöffnet. Also der macht keine Siesta, der hat immer auf. Und da bekommt man alles. Seid ihr schon häufiger hier gewesen oder das erste Mal? Nein. Wir sind, also sagte ich gerade schon, wir sind schon bestimmt 6 Mal hier gewesen auf dem Platz. Und fahren jedes Jahr hier wieder für 2, 3 Tage hin, weil das ist eine Muss-Zwischenstation, weil die Wanderungen hier einfach wunderschön sind. Und man kann, wenn man jetzt hier über den Berg, hinter dir ist ein großer Gebirgszug, wenn man darüber steigt, dann kommt man in eine wunderschöne, fantastische Bucht und mit Auswaschungen in den Felsen und das sieht wirklich fantastisch aus und da liegt ein großer Baumstamm am Strand, das ist so ein Treibgut, da kann man sich draufsetzen und wunderbare Filme oder Fotos machen, also es lohnt sich wirklich, aber man muss ein bisschen steigen und dann letztendlich auch wieder runter und dann hinterher wieder rauf, bis man dann hier wieder angekommen ist. Also es ist schon was für die Kondition. Wunderbar. Dann sage ich Dankeschön an euch beiden. Hat mich gefreut, euch kennenzulernen. Und danke auch für die Ausführungen und für die guten Informationen von euch. Ja, Gern geschehen. Nicht zu danken dafür. Gern geschehen. Ja. Gern gemacht. Mit diesen guten Informationen von den Nachbarn haben wir uns dann gleich auf den Weg gemacht zu einer kleinen Wanderung. Und zwar sollte es gehen zum 1000-jährigen Olivenbaum. Wer dorthin wandern will, man findet diesen Olivenbaum in Google Maps und er ist etwa 1,5 bis 2 Kilometer entfernt, je nachdem, welchen Wanderweg man nutzt. In der Nähe vom Olivenbaum ist auch ein Geocache versteckt. Das hat natürlich dann nochmal den Reiz für Rita, dorthin zu laufen. Mit entsprechenden Rädern oder Fahrrädern hätte man auch das per Fahrrad erledigen können. Man kann hier mit einem Mountainbike oder auch mit unseren Fahrrädern fahren. Jetzt sehen wir den Baum, er steht in einem ausgetrockneten Flussbett. Rita hat dann als erstes den Geocache gesucht und auch gefunden und hat mir dann die Informationen, die bei dem Geocache zur Verfügung gestellt werden, hier vorgelesen. Eine Höhe über 8 Metern. Das Kreuz aus 4 kräftigen Ästen ist 3 Meter hoch und bildet eine Krone mit einem Durchmesser von über 10 Metern, was darauf schließen lässt, dass der Olivenbaum von einem wilden Olivenbaum abgepfropft sein könnte. Ich ergänze das Ganze nochmal. Im Durchmesser ist der Stamm 2,50 Meter. Der Baum hat unten in 1 Meter Höhe 9 Meter Umfang und ist 8,70 Meter genau hoch. So steht es jedenfalls im Internet. Experten schätzen das Alter noch höher als 1000 Jahre ein. 1500 bis 2000 Jahre, sagen Experten. Etwa 1 Stunde hat unsere kleine Wanderung gedauert. Zurück zum Stellplatz. Nachmittags 17 Uhr ist das Tor geöffnet und die Rezeption oder das Büro besetzt. Dann kann man sich anmelden oder auch seine Platzgebühr bezahlen hier. Auch morgens zwischen 10 und 11 ist das Büro besetzt und auch dann steht das Tor offen, sodass man so ohne weiteres reinfahren kann. Der Bäcker kommt auch am Morgen. Meistens wird es 10 Uhr, bis er da ist.
Jetzt noch ein wichtiger Punkt, und zwar ist es der Strand. Wir stehen jetzt hier vor der Zufahrt zum Stellplatz und wenn wir jetzt geradeaus blicken, dann sehen wir dort eine Beschränkung, Höhenbeschränkung, und hier geht es zum Strand. Das sind nur wenige 100 Meter vom Stellplatz entfernt. Es handelt sich hier um einen Sandstrand, der 30 Meter breit ist und ca. 600-700 Meter lang ist. Schöner Sandstrand, so wie man sich ihn vorstellt. Die Wassertemperaturen jetzt im Januar 15, 16 Grad, also nur was für die Harten. Open air, side by side we sway there in all the colors. Summer love, lonesome love, folded on the lawn chair in all the colors. Summer love. Es gibt hier auch Bars und Restaurants am Meer. Die waren allerdings hier an diesem Wochentag geschlossen. Ich weiß nicht, wie es am Wochenende ist und ob sie überhaupt im Winter geöffnet haben. Wir sind dann noch durch den kleinen Ort gelaufen. Hier gibt es auch einige Bars und Restaurants, hatten jetzt allerdings alle geschlossen. Ich denke, am Wochenende ist das vielleicht anders. Da wird der eine oder andere geöffnet haben. Da muss man einfach vielleicht mal bei Google schauen, welches Restaurant oder welche Bar geöffnet hat. Ja. Dann haben wir noch diesen Supermarkt gesehen. Hier kriegt man das Nötigste. Ist auch so ein bisschen wie so ein Chinese, wo man alles Mögliche kaufen kann. Wenn man hier reinguckt, sieht man es. Direkt daneben ist eine Bar, die hat er allerdings geöffnet. Vor der Zufahrt zum Stellplatz gibt es diesen Parkplatz. Dort kann man bestimmt auch stehen, wenn man nur mal an den Strand will. Vielleicht darf man dort auch übernachten, wenn der Stellplatz voll ist. Aber das weiß ich natürlich nicht genau, das müsste man erfragen. Jetzt noch ein paar Worte zum Fahrradfahren hier. Für den Mountainbiker gibt es hier Möglichkeiten, kein Problem. Für den normalen Fahrradfahrer ist das eher schwierig. Wir fahren jetzt mit dem Fahrrad zu einer Bucht. Dort waren wir vor einigen Jahren schon einmal, eine sehr schöne Bucht. Das ist aber nicht so ganz einfach. Dazu müssen wir doch ein bisschen die Berge hier hoch und da braucht man schon ein gutes E-Bike, um das zu schaffen. Wir jedenfalls. Bis zur Bucht hin sind es ca. 4 Kilometer vom Stellplatz aus. Man kann auch noch weiterfahren nach Carboneras, schöner Ort. Das sind aber dann, schätze ich mal, so 7-8 Kilometer. Wir wollten auf diese Anhöhe, die man jetzt hier im Hintergrund sieht, hochfahren. Das mussten wir aber letztendlich aufgeben. Die Steigung war einfach zu groß. Uns war das zu beschwerlich, dort hochzufahren. Wir hatten allerdings schon auf halber Höhe eine schöne Aussicht in die gesamte Landschaft. Leider war an diesem Tag das Wetter nicht so schön. Es war auch windig. So konnten wir nicht so schön weit schauen, aber es geht doch. Man sieht im Hintergrund Carboneras. Was aber sehr schön ist, dass diese Bucht, die kann man allerdings nur erwandern. Und zwar links oben sehen wir den Parkplatz. Dort kann man mit dem Wohnmobil oder Pkw parken und dann zu Fuß die Bucht erwandern. Das ist dieser große Parkplatz. Hier kann man mit dem Pkw oder auch mit dem Wohnmobil parken. Wir haben hier auch schon übernachtet. Ich hatte extra noch nachgefragt, da gibt es so eine kleine Information. Dort hat man mir gesagt, man darf hier stehen. Und so haben wir hier einmal übernachtet. Jetzt steht auch ein kleines Wohnmobil hier und ja, scheint ja soweit geduldet zu werden. In den Wintermonaten ist das Parken hier kostenlos. In den Sommermonaten ist das kostenpflichtig. Vorne steht auch eine Preistafel, was es dann kostet. Zurück ging es dann bergab, das war natürlich schöner, das machte Spaß dann. Zurück auf dem Stellplatz mussten wir feststellen, dass Rita hinten im Hinterrad einen Plattfuß hat.
So war ich gefragt und musste das Rad oder den Reifen flicken. Den Ersatzschlauch, den wir immer dabei haben, den hatten wir schon vor einiger Zeit nutzen müssen. Und so blieb mir nichts anderes übrig, als das Loch zu suchen und den Reifen mit Flickzeug zu flicken. Die Ursache war ein dünner Draht, etwa 3 cm lang. Am späten Nachmittag füllte sich der Platz immer, aber am nächsten Tag fuhren dann immer einige wieder weg, sodass durchweg 5, 6, 7 Plätze immer wieder frei wurden. Wir waren 2 Nächte auf diesem Stellplatz Aqua Amarga. Für uns war alles in Ordnung. Für uns war es auch eine schöne Abwechslung, mal was anderes zu sehen, nicht nur auf einem Platz zu stehen. Wir ver- und entsorgen noch, denn wir wissen nicht genau, wie es bei den nächsten Übernachtungen wird, was für einen Platz wir finden oder wo wir Platz finden. Und deshalb ist es besser, wenn man alles frisch hat und die Tanks leer sind. Morgens während der Abreisezeit muss man beim Entsorgen etwas Geduld mitbringen, aber das ist kein Problem, wir sind ja nicht auf der Flucht. Wir haben noch einige Tage Zeit, bevor wir wieder für längere Zeit auf den Camping Mar Azul gehen werden. Und in dieser Zeit werden wir versuchen, auf unserer Strecke oder an unserer Strecke Stellplätze zu finden, wo wir einen Platz finden, wo wir dann vielleicht 1 oder 2 Übernachtungen machen werden. Das soll es für heute mal wieder gewesen sein. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.